Ja, einen wunderschönen Mittwochabend wünscht Markus Wilmsmann aus dem Mothergrid Studio. Und heute haben wir ein Thema, das schon im Vorfeld für einiges Interesse gesorgt hat. Ich habe es jetzt auch gerade gesehen. Relativ viele Zuschauer, die jetzt schon gewartet haben, dass der Stream endlich losgeht. Und ich bin heute verbunden mit Alexander Michel in Hannover. Und Alexander Michel hat 2019 ein Unternehmen gegründet, das sich MIDICraft nennt. Und das eigentlich im Wesentlichen Geräte mit Tasten, Fadern und Potis produziert und damit aber für einige Aufruhr gesorgt, schon von der Entstehung an. Und da habe ich mir gedacht, es ist doch mal ein gutes Thema, um darüber zu sprechen. Es ist jetzt natürlich nicht gerade die richtige Zeit, um über Investitionen in Equipment nachzudenken. Und ich hoffe, das stößt jetzt nicht manchen sauer auf, dass gerade viel zu wenig Geld in der Branche ist, weil die Unterstützung von staatlicher Seite sehr fehlt, um jetzt über Produkte zu sprechen. Ich finde es aber trotzdem sehr spannend und finde es auch mal interessant, wie ein junger Kerl, Alexander Michel, ist 26 Jahre alt, jetzt auch damit umgeht, gerade mitten in der Krise mit einem Unternehmen an den Start gegangen zu sein. Und er hat ja auch vor, damit Geld zu verdienen. Das ist jetzt nicht so ein Nebenprojekt, wo man mal schaut, wo es hingeht. Das ist richtig ernst gemeint. This means business. Und ja, bevor ich jetzt noch lange rumrede, ich halte mal das Gerät hier in die Kamera. Das ist das gute Stück. Der MIDICraft Mix. Also da hat man mal eine Auswahl an allen. Ja, da hat man hier Buttons, Fader und hier oben die Potis. Und das ist es im Wesentlichen schon gewesen. Hat aber tatsächlich wirklich großes Interesse hervorgerufen bei vielen Leuten. Und genau darüber wollen wir uns jetzt mal mit dem Alex unterhalten. Ich schalte ihn jetzt mal rein und sage, guten Abend nach Hannover. Hallo Alex. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ja, keine Ursache. Keine Ursache. Alex, lass uns doch mal mit dir anfangen. So, wie bist du denn überhaupt zu dieser ganzen Technik gekommen? Du hast nicht Veranstaltungstechnik gelernt, dein Weg war ein bisschen ein anderer. Genau, also ich kann ja mal ganz vorn anfangen. Also ich glaube, ich bin zur Veranstaltungstechnik gekommen, wie tatsächlich viele von uns, indem ich mich in meiner Jugend, sage ich mal, in solchen Sachen wie Kirche, Schule und so weiter mit dem Thema beschäftigt habe und halt in den Örtlichkeiten, sage ich mal, dann auch in dem Fall dann die Lichttechnik sozusagen betreut habe. Genau, und dann wollte ich das eigentlich auch immer zu meinem Beruf machen und ich habe Abitur gemacht in der Nähe von Hannover und wollte das dann nach dem Abitur zu meinem Beruf machen und hatte dann hier in Hannover eine Firma auch gefunden, wo ich die Ausbildung hätte machen dürfen, und die zwei Lichttechniker, denen diese Firma gehört, Frank Schulz und Jürgen Duda, oder sagen wir mal gehörte, inzwischen gehört sie nur noch Jürgen Duda, die haben mir gesagt, dass sie mich nicht im Bereich Veranstaltungstechnik unbedingt sehen und haben mir geraten, ich sollte mich doch nochmal anderweitig umgucken. Genau, und dann haben sie mich davon überzeugt, und am Ende habe ich dann eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme bei der Firma Sennheiser, auch in der Nähe von Hannover, gemacht. Und naja, das ist im Prinzip die fachliche, sage ich mal, Grundlage auch für MIDICraft gewesen. Ich habe dann nach meiner Zeit bei Sennheiser nochmal ein paar Semester Maschinenbau studiert, aber das fand ich relativ schnell langweilig und habe mich dann neben dem Studium schon voll in die, sage ich mal, Entwicklung gestürzt. Okay. Wie war das denn so, die Ausbildung bei Sennheiser zu machen? Das ist ja Ton, hat ja mit Licht erstmal nicht viel zu tun. Für die Tonis ist ja der Lichtler oft der Budgetfresser einfach nur. Hast du da auch so ein bisschen mit dir gehadert, ob das jetzt das Richtige ist, wo das Herz doch eher am Licht hängt, dann zu Sennheiser zu gehen, was ja auch zweifellos ein großer Name ist, und die Ausbildung war ja auch sehr gut, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast. Die Ausbildung bei Sennheiser habe ich wirklich als sehr gut erlebt. Vielleicht, also die Frage, ob ich das gut oder schlecht fand und ob das jetzt das Richtige war, irgendwie bei einer Firma zu lernen, die, sage ich mal, sich mehr im Bereich Tontechnik ansiedelt, finde ich gar nicht richtig, sondern für mich ging es einfach darum, ich habe während meiner Schulzeit schon immer sehr viel mit Elektronik gebastelt. Da ist zum Beispiel auch sage ich mal, mein erstes ernstzunehmendes Projekt entstanden. Es ist ein, ja, DIY-Lichtpult gewesen, auch auf MIDI-Basis schon, was damals noch auf der MIDI-Box aufsetzte. Das war sozusagen so eine Art Baukastensystem. Und ich hatte also schon während der Schulzeit relativ viel mit dem Thema Elektronik zu tun. Und bei Sennheiser hatte ich dann am Ende einfach die Chance, dieses
ich hatte dann ein gesundes Halbwissen, ich konnte gut löten, ich konnte irgendwie handwerklich, war ich schon ganz fit. Und bei Sennheiser hatte ich dann eigentlich einfach die Chance, sozusagen in der Ausbildung die Themen nochmal zu vertiefen und einfach professioneller zu werden in dem, was ich da tue. Ja, und meiner Meinung nach geht es, wenn man jetzt gerade über das Handwerkliche spricht, gar nicht so sehr darum, was man macht, sondern tatsächlich, dass man irgendwie eine Firma hat, die einen gewissen Qualitätsanspruch hat oder auch gewisse, einfach in der Ausbildung gewisse Sachen vermittelt, die einen dann halt weiterbringen. Und das war bei Sennheiser definitiv so. Also ich hatte durch die also es gab eine Ausbildungswerkstatt und da wurden im Prinzip alle Berufe gleichzeitig gelernt und ich konnte dort halt in allen Bereichen Fähigkeiten erlernen. Das war wirklich sehr gut. Also Elektronik, Mechanik, Mechatronik konnte man, obwohl man nur Elektroniker gelernt hat, dort komplett lernen. Und diese Erfahrungen haben mir bei Medicraft natürlich sehr geholfen. Okay. An dieser Stelle übrigens auch ein Aufruf an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt gerne eure Fragen in den Chat posten, wenn es irgendwelche gibt. Anmerkungen, Lob, Tadel und Kritik und so weiter. Also lasst den Chat glühen. Ja, Alex, jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren. Und wie kam das denn dann zu Medicraft? Also du hast vermutlich auch wie viele Lichtleute immer mal ein paar Bedienelemente vermisst. Das Pult kann ja eigentlich gar nicht groß genug sein und hast dann wahrscheinlich auch erstmal mit den diversen MIDI-Controllern, die es ja schon gibt und die ja eigentlich eher so für den Audiobereich sind, deine Erfahrungen gesammelt. Genau, ich habe ja gerade schon erzählt von meinem ersten ernstzunehmenden Projekt, sage ich mal. Das war ja dann schon, sage ich mal, der nächste Schritt. Mein erster Schritt war tatsächlich, als ich irgendwann mal, wann mag das gewesen sein, da war ich vielleicht 14 oder 15, bin ich an einen Two-Port-Node gekommen, der damals noch mit der Grandma 1 on PC funktionierte. Und dann habe ich mir halt relativ schnell darüber Gedanken gemacht, okay, wie kann ich jetzt aus diesem Two-Port-Node, der ja erstmal nur eine Box ist, die irgendwie DMX-Daten ausspielt, etwas mehr machen und habe dann halt angefangen, mir MIDI-Controller zuzulegen. Das fing damals an mit dem BCF 2000. War damals sozusagen der MIDI-Controller, den man irgendwie für die Grandma 1 on PC nutzen konnte, weil irgendwer dafür so ein Tool geschrieben hat. Genau, und ich war aber immer schon nicht so richtig begeistert von dem, was da so an Qualität und an, ja, auch die Aufteilung der Bedienelemente, du hast es ja gerade schon erwähnt, das ist halt ein Controller, der wurde dafür gemacht, irgendwie eine DAW-Lösung zu sein oder im Studio benutzt zu werden. Und die Aufteilung passt halt hinten und vorne nicht, wenn man damit vernünftig irgendwie Licht drücken möchte. Genau, und dann, das war sozusagen der erste Schritt, also irgendwie eine Selbstbaulösung aus fertigen Controllern. Und der zweite Schritt war dann halt also das Projekt hieß MA4PC, also MA für PC sozusagen, ein DIY-Lichtpult, was schon auf MIDI-Basis war. Und dann war relativ lange Pause durch Ausbildung und so weiter. Und irgendwann habe ich mit einem Freund zusammengesessen, den ich aus der Zeit kenne, wo ich auch dieses Lichtpult gebaut habe, Christian Kaster. Der mir damals, der ist ein bisschen älter als ich und hat mir, als ich das Lichtpult gebaut habe, sozusagen schon sehr viel auch Input gegeben und Denkanstöße gegeben, über welche Themen ich mir Gedanken machen muss, was Elektronik angeht. Ja, und dann sind wir irgendwie, als wir zusammengesessen haben, auf die Idee gekommen, Mensch, eigentlich wir haben ja jetzt irgendwie durch unsere beiden Projekte, die wir schon so gemacht haben, das Know-how, eigentlich wäre es ja gut, wenn wir sowas mal machen und es vielleicht auch verkaufen können. Irgendwie hat das dann aber nicht so richtig hingehauen, also wir haben dann angefangen, darüber nachzudenken, aber es ist nie so richtig weitergegangen. Ja, und irgendwann habe ich dann, das war dann so 2017, sage ich mal, habe ich dann den Schluss gefasst, okay, irgendwie, wenn du jetzt vorankommen willst, dann musst du jetzt mal, sage ich mal, ein bisschen intensiver darüber nachdenken. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon studiert und wie ich ja gerade schon erwähnt habe, war ich mit dem Studium nicht ganz so glücklich und habe dann halt neben den Vorlesungen, sage ich mal, die Zeit mehr dann dafür genutzt, also nicht gelernt, sondern mehr dafür genutzt, halt irgendwie an dieser MIDI-Craft-Geschichte rumzudenken. Okay, vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Hinweis, man kann sich das auch alles wunderbar anschauen. Du hast deine Story sehr gut dokumentiert. Auf midicraft.de gibt es oben die MIDICraft-Story und da sieht man auch Fotos von diesem MA4PC. Das Lichtpult, gibt es das heute auch noch? Kommt es auch noch zum Einsatz oder wo steckt das gerade? Also im Hintergrund sieht man übrigens hier, das ist irgendwie das MIDICraft-Büro, das ist eigentlich nur ein Raum unserer Wohnung hier in Hannover und das Lichtpult steht tatsächlich auf der Kommode im Schlafzimmer und wartet darauf, dass es irgendwann mal wieder einen Anwendungsfall hat. Also keine Ahnung, ich habe
immer noch so die Idee, wenn es irgendwann mal weitergeht und so weiter, dann hätte ich da, wo ich wohne, irgendwann mal vielleicht ein Haus habe sozusagen, hätte ich vielleicht auch Lust, dann eine kleine Veranstaltungslocation zu gründen und zu betreuen und dann würde ich es einfach da wieder hinstellen. Ich finde es halt zu schade, um es wegzuwerfen oder zu verkaufen. Wird diesem Projekt einfach nicht gerecht und die, sage ich mal, ja, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber es müssen Tausende von Stunden sein, die in diesem Lichtpult stecken. Ja, und deswegen steht es da und es wird ja auch nicht wirklich schlechter. Genau. Und wartet darauf, dass es wieder einen Einsatz hat. Ja, der Alex ist natürlich ein Fuchs und lässt sich da jetzt nicht so sehr in die Karten blicken, aber wer weiß, vielleicht kommt ja dann eines Tages das erste Pult von AM Lighting auf den Markt. Wir werden sehen. Ja, aber jetzt mal zurück zu MIDICraft. Also gab es denn so einen Moment, wo du dir gesagt hast, ja okay, dieses ganze Plastik-MIDI-Controller-Zeug, was man sich da für 50 € bestellen kann, das wandert jetzt mal irgendwie vors Haus und ich will es jetzt wissen und ich fange an, selber meine Controller zu bauen. Gab es da so eine Initialzündung? Also ich hatte nie das Bedürfnis, einen MIDI-Controller eines anderen Herstellers vor die Tür zu setzen. Die Controller sind für Lichttechnik nicht gut, aber sie sind für andere Anwendungsfälle auf jeden Fall gut und ich finde, also ich habe auch in meiner Zeit schon so den ein oder anderen MIDI-Controller aufgeschraubt, einfach um zu sehen, sage ich mal, wie es andere Leute vielleicht machen und wie andere Leute Probleme lösen. Und ich habe eigentlich nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich schraube jetzt was auf und es ist einfach nur Schrott. So. Ähm, aber was halt schon so ist, ich habe mir irgendwann gedacht, Mensch, es gibt so eine große Diskrepanz zwischen professionellen Lichtpulten. Also ich sag mal so, wenn man jetzt mal als Beispiel da die Produkte der Firma MA nimmt, dann ist das Einsteigerprodukt zu dem Zeitpunkt, als ich mit MIDICraft angefangen habe, der Zweier Command Wing gewesen. Und da war man mal eben schnell 4.000 € los. So, und dem gegenüber standen halt irgendwie MIDI-Controller, die man halt schon für 50 € kaufen konnte. So ein, keine Ahnung, Launchpad Mini oder so ein APC Mini, die sind halt extrem günstig. Und ich habe halt gedacht, okay, man könnte ja irgendwas in der Mitte machen, was halt nicht so günstig ist wie ein APC Mini, aber dann halt auch entsprechend qualitativ hochwertige Bedienelemente hat. Genau, dann habe ich Ende 2017, also das war so dieser Gedankenprozess in 2017 und Ende 2017 habe ich dann halt gesagt, okay, komm, ich bin immer schon sehr, sehr gut gewesen, was CAD angeht, also Computer-Aided Design, also Sachen am PC modellieren und habe dann einfach mal ein Modell sozusagen virtuell zusammengeschoben und da halt fotorealistische Renderings von gemacht. Also im Prinzip sah das Modell, sage ich mal, am Ende aus, als wenn es schon ein wirkliches Produkt wäre. Davon habe ich dann ein kleines Video gemacht, was ich dann im Internet gepostet habe, um halt zu gucken, ob das auf Resonanz stößt. Und was dann halt passiert ist, ist schon, ja, also das war eigentlich der Startschuss von MIDICraft, weil wir hatten halt gedacht, okay, man kriegt jetzt irgendwie mal so von 10 Leuten irgendwie ein bisschen Feedback und kann dann noch mal ein bisschen dran rumdenken und dann hat man irgendwie in Ruhe Zeit, das Produkt dann auch zu entwickeln und irgendwann verkauft man es halt. Aber im Prinzip war es halt so, dass was vielleicht auch den, sage ich mal, Renderings geschuldet war, die halt schon sehr gut waren, dass im Prinzip gleich die Anfragen kamen, wo können wir das kaufen, von mehr als 100 Leuten. Und ja, dann war ich erstmal kurz so ein bisschen so, oh, okay, ja, muss ich doch mal drüber nachdenken, das vielleicht irgendwie ein bisschen professioneller zu machen. Das war nämlich zum Beispiel auch genau der Zeitpunkt, wo ich darauf aufmerksam geworden bin und ich habe das auch so ein bisschen verfolgt, wie die Reaktionen waren und war dann auch eigentlich gleich neugierig, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ja, was steckt denn da dahinter? Ist das jetzt eine große Firma oder ja, was steckt hinter diesem ganzen MIDICraft, hinter diesem MIDICraft-Phänomen? Und hättest du denn gedacht, dass praktisch dir die sozialen Netzwerke die Vertriebsarbeit so leicht machen? Also ich war schon, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war nicht überrascht darüber, wie viel Resonanz es erzeugt hat. Aber ich habe dann in den Folgen, also das war ja, sage ich mal, der Startpunkt, das ist jetzt ja fast 3 Jahre her, ja, fast 3 Jahre her. Und ich habe dann natürlich im Folgenden, also dadurch, dass ich dann diese Erfahrung hatte, dass die sozialen Medien so schnell so viel Aufmerksamkeit generieren können, hatte ich natürlich im Nachgang dann ein leichtes Spiel, als ich dann wirklich ein Produkt hatte, was ich verkaufen konnte, weil ich im Prinzip schon
bevor ich ein Produkt angefangen habe, eine Userbase oder man sagt ja immer im Internet, sage ich mal, baut man eine Community auf. Also eine Community um die Produkte, sage ich mal, aufgebaut habe, die eigentlich nur darauf gewartet habe, dass man das kaufen kann. Mhm. Und ja, also da hat es natürlich dann geholfen, Social Media und die ganzen Sachen. Aber, sage ich mal, bis von Ende 2017 und der präsentierten Idee bis jetzt, sage ich mal, sind ja auch nochmal 3 Jahre vergangen. Also es hat dann doch alles länger gedauert als die Leute, die, sage ich mal, Ende 2017 sich dafür interessiert haben, das vielleicht auch gewollt haben. Also ich habe tatsächlich ein paar Leute, die im Prinzip, also ich kenne ein paar Leute, die Ende 2000 oder Anfang 2018, sage ich mal, schon gerne ein Gerät gekauft hätten, die Anfang 2020 aber dann keins mehr gekauft haben, als es dann wirklich die Geräte gab. Also es war positiv, aber es war auch nicht nur positiv, dass ich halt so früh mit der Idee irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen bin. Mhm. Okay. Es wurden ja dann aber auch relativ schnell auch sehr professionelle Anwender drauf aufmerksam auf MIDI-Craft. Also wir haben vorhin gesprochen über Rocket Chris, der das Gerät Nummer 3 bekommen hat und der das dann auch mit Ray Garvey auf Tour genommen hat zum Beispiel. Was ist denn da in dir vorgegangen? Weil wenn man sich denkt, wenn da jetzt irgendwas schief geht so, also ich meine, wenn da Leute zu Hause da ein bisschen vor sich hindrücken, ist ja das eine, aber wenn dann irgendwie eine ganze Show an dem Kasten hängt, die man selber zusammengeschraubt hat, tritt einem da nicht auch ein bisschen der Schweiß auf die Stirn unter Umständen? Naja, also ich finde, das ist ein bisschen hochgestochen. Also ich glaube, dass die Geräte gerade im professionellen Sektor eher als Erweiterung dienen und, sage ich mal, keine showrelevanten Aufgaben erfüllen. Es wäre halt ärgerlich, wenn es ausfällt, aber es ist halt auch nicht ausgefallen. Naja, Also, also ich als sensationsgieriger Journalist muss das natürlich so ein bisschen überspitzt darstellen, aber praktisch, oder hast du dich dann da praktisch eher drüber gefreut und dir gedacht, ja, genau, da soll es hingehen so. also die professionellen User ist für mich immer so ein bisschen also auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Ding. Auf der einen Seite ist es natürlich super cool, wenn bei größeren Shows die Geräte verwendet werden. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass professionelle User meistens schon ein Gerät brauchen, was halt funktioniert. Und gerade wenn man sich jetzt in so einer Prototypenphase befindet, ist es eigentlich nicht so gut, mit zu professionellen, also soll nicht falsch klingen, aber mit zu professionellen Leuten zu testen, sondern ich habe eigentlich das beste Feedback tatsächlich sage ich mal, habe ich von Leuten bekommen, die zu Hause am PC sitzen und mit dem Gerät rumspielen. Mhm. Okay. Ja, weil wir gerade bei professionellen Usern sind, wir haben ja Toto Bröcking im Live-Chat, der sich sehnlichst einen Fußschalter wünscht, weil er sagt, ich wippe eh mit dem Fuß mit und man könnte so super Speedmaster und Co. triggern. Das vielleicht einfach nur so als kleine Anregung für die nächsten Produktionen. Vielleicht ist da ja auch schon was in der Pipeline. Ist noch nichts in der Pipeline, aber ist auf jeden Fall eine Idee, die sicherlich auch in meinem Kopf schon existent ist. Also gerade was das Thema angeht, also jedes Lichtpult hat irgendwie Knöpfe, Felder und jetzt sage ich mal, seit der MA3 und der neuen Camsys-Konsole haben die auch Drehregler oder Encoder. Aber also ich frage mich halt, gibt es nicht noch mehr Bedienelemente, die vielleicht Sinn machen würden, um damit Licht zu steuern, wie zum Beispiel einen Fußschalter? Ja, und weil du ja noch jung bist, 26, wer weiß, ob wir dann nicht eines Tages auch die Gestensteuerung von MIDI-Craft in Augenschein nehmen können. Wir haben schon kurz über Social Media und den Vertrieb gesprochen. Es haben sich ja dann auch tatsächlich große Vertriebe bei dir gemeldet, die Interesse hatten, dieses Produkt in ihr Sortiment aufzunehmen. Da hast du dich aber bewusst dagegen entschieden. Genau, vielleicht muss man noch mal ein bisschen einen kleinen Schlenker machen. Also nachdem dann nachdem dann Anfang 2018 klar war, okay, das ist jetzt nicht nur eine Idee und ich baue irgendwie mal 10 Geräte und das war's, sondern man muss das schon ein bisschen professioneller aufstellen, habe ich dann halt wirklich mit der Entwicklung begonnen und die erste Prototypenserie war so Mitte 2018 fertig. Das waren 10 Geräte und dann, als die Fotos, sage ich mal, von diesen 10 Geräten aufgetaucht sind, haben sich halt auch relativ schnell etablierte Firmen gemeldet und wollten, glaube ich, einfach mal gucken, was das denn so ist. Genau, und dann habe ich auch mit denen darüber gesprochen oder mich mit denen getroffen und denen die Geräte gezeigt und deren Feedback eingesammelt, weil das ja auch wichtig ist, sage ich mal. Also man kann ja so ein Gerät auch nicht nur vom Nutzerstandpunkt betrachten, sondern es ist auch total wichtig, dass halt von der
unternehmerwirtschaftlichen Seite zu sehen. Und da haben die mir halt wertvolles Feedback gegeben, was ich dann halt letztlich in MediCraft jetzt integriert habe. Anfang 2019 hatten wir dann die zweite Prototypenserie fertig und eigentlich war ja immer geplant, das Produkt mit einer Kickstarter-Kampagne zu launchen. Also Kickstarter ist ja Crowdfunding, das bedeutet, die Leute, die sich schon für das Produkt interessieren, hätten sozusagen das Startkapital gegeben, um die erste Charge des Produkts fertigen zu können. Das Problem daran war, dass die Kosten oder die Marge, die sich auch so eine Plattform wie Kickstarter einräumt und die draufgehen für zum Beispiel Kreditkartengebühren und so weiter und so fort, so groß gewesen wären, dass es halt schwierig gewesen wäre, danach weiterzumachen. Das war immer der Punkt. Also die erste Charge hätte man damit finanziert bekommen, gar kein Problem, aber es gab immer danach nicht so richtig eine Perspektive, sondern man hätte danach immer noch mehr Kapital reinstecken müssen. Gleiches Problem war dann auch, als ich wirklich auch intensiv dann mit einem größeren Vertriebshändler darüber gesprochen habe, ob die vielleicht die erste Charge finanzieren. Da ging es damals um 800 Geräte, was mir dann irgendwann auch, sage ich mal, ein bisschen Angst gemacht hat tatsächlich. So als erste Charge ein Produkt rauszubringen, gleich 800 Geräte ist, glaube ich, echt eine Hausnummer. Und der zweite Punkt ist, hatte ich ja gerade schon erwähnt, ist, dass es immer keine so richtige Perspektive gab, wie es danach weitergeht. Also wenn man das durchgerechnet hat, einen Businessplan dafür aufgestellt hat, für das Szenario mit einer größeren Firma zusammenzuarbeiten, war es halt immer schwierig, den Anschluss dann zu finden. Also man hätte halt nochmal das, was man für die ersten 800 Geräte an Kapital gebraucht hätte man dann halt nochmal also das Doppelte davon hätte man nochmal gebraucht, um danach halt weiterzumachen. Und in so ein System reinzukommen, also weil das ist ja ideal. Ideal ist ja, wenn man Materialkosten und so weiter und Fertigung für die Geräte aus dem bezahlen kann, was man von den verkauften Geräten verdient hat. Und so war es halt nicht. Okay. Ja, und dann habe ich halt gesagt, nö, ich mache es halt anders. Ja, und jetzt machst du das alles größtenteils in Eigenarbeit. Ich kann das hier mal zeigen, ja, das ist hier nicht nur designed in Kalifornien und dann zusammengebaut sonst wo, sondern es ist wirklich designed und developed and made in Germany. Und da ist auch so ein CE-Zeichen drauf. Und da habe ich mich dann gefragt, so ein CE-Zeichen, das sieht ja erstmal recht amtlich aus. Kann da jetzt jeder hingehen, ein Gerät zusammenbauen? Bei dir wissen wir es ja jetzt, du hast da auch Wissen, was die Elektrotechnik angeht, aber gab es denn da noch irgendwelche bürokratischen Hürden, dass man einfach so ein Gerät zusammenschraubt, auf den Markt bringt und verkauft? Wie sieht denn das da zum Beispiel haftungsrechtlich aus, wenn da jetzt jemand einen Stromschlag kriegen sollte oder was weiß ich? Um alle zu beruhigen, es ist ausgeschlossen, dass jemand einen Stromschlag kriegt, weil die USB-Schnittstelle nur 5 Volt liefert und da kriegt niemand einen Stromschlag. Aber du hast recht damit, dass man kann nicht einfach machen, was man möchte, wenn man, sage ich mal, elektronische Produkte ernsthaft vertreiben möchte. Es gibt da in Deutschland diverse Regularien und eine davon ist halt das CE-Kennzeichen, die man dort einhalten muss. Das CE-Kennzeichen per se, sage ich mal, ist erstmal eine Herstellerkennzeichnung. Das heißt, der Hersteller garantiert damit, dass das Gerät den geltenden Normen sozusagen entspricht. Und ja, das tut mein Gerät auch. Und genau. Also jeder kann theoretisch das CE-Kennzeichen draufschreiben. Man sollte sich aber schon so ein bisschen darüber Gedanken machen, was kann denn passieren. Also zum Beispiel der größte Punkt bei solchen kleinen Geräten, weil, wie gesagt, Stromschlag ist eigentlich nicht möglich oder ist nicht möglich. Der größte Punkt ist zum Beispiel das Thema EMV, also elektromagnetische Verträglichkeit. Da geht es dann darum, dass das Gerät keine ungewollten Störaussendungen aussendet. Und das ist natürlich super wichtig, wenn man zum Beispiel jetzt oder wenn man das Gerät auf einer Veranstaltung einsetzt und da sind zum Beispiel Funkmikrofone, die davon abhängen, dass das Frequenzband möglichst sauber ist und frei von Störeinflüssen. Und man hätte dann ein Gerät, zum Beispiel, was jetzt irgendwie Störaussendung aussendet, das wäre natürlich fatal. Und deswegen habe ich das checken lassen und konnte dann halt guten Gewissens
das CE-Kennzeichen draufbappen. Ja, da hat die Ausbildung bei Sennheiser auch wieder ihr Gutes gehabt, dass nicht auf einmal der Monitormann mit der Missgabel vor einem steht, sozusagen. Wie hoch ist denn die Fertigungsdichte? Was genau heißt denn jetzt Made in Germany? Du baust das alles zusammen und aber die Teile kommen dann ja auch teilweise aus fernen Ländern, werden aber von dir alle zusammengeschraubt. Also hast du die Fertigungsdichte so weit, wie es für dich möglich und aber auch sinnvoll war, dann nach oben getrieben. Ja, also genau, was halt nachdem klar war, dass das mit dem Vertrieb oder mit einer größeren Firma zusammenzuarbeiten, war halt mein größtes Problem tatsächlich dann das Kapital, um erstmal anzufangen, weil wenn man das Produkt wirtschaftlich herstellen kann, muss man bei Lieferanten zum Beispiel, wenn man jetzt Platinen fertigen lässt und so weiter oder also Leiterplatten bestücken lässt, muss man natürlich eine bestimmte Stückzahl abnehmen, bei der das Ganze erst wirtschaftlich wird. Und da ich mich gegen den Vertrieb entschieden hatte, hatte ich auch diese großen Stückzahlen nicht mehr und musste mir halt was anderes überlegen. Und mein Plan, ich bin eh sehr gut immer schon gewesen mit Maschinen bedienen und mich in Sachen reinfuchsen und so weiter. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wie kann ich es denn selber machen? Dann habe ich alles in der Hand, dann gebe ich erstmal nicht so viel außer Haus und kann irgendwie auch die Qualität selber kontrollieren und so weiter. Und ja, dann habe ich mich im Prinzip entschieden, alles selber zu machen. Also das Gehäuse wird in-house gefräst, dass die Leiterplatte sozusagen, du hast recht, die Bauteile und alle diese Geschichten werden zugeliefert, aber die Bestückung der Leiterplatte findet auch in-house statt. Da habe ich halt eine kleine Bestückungsmaschine gekauft. Die Frontplatte also das sind ja im Prinzip die 3 wesentlichen Baugruppen. Einmal das Gehäuse, dann die Leiterplatte und einmal die Frontplatte. Und die Frontplatte lasse ich halt machen, weil die auch schon renommiert waren, also die schon von anderen Leuten also eher aus dem Bereich Euro, ich weiß, wie das heißt, Eurorack oder so, diese Synthesizer, die man so mit so Einschüben macht. Da haben die halt super viele Kunden und ja, die Qualität hat mich eigentlich überzeugt und dann habe ich halt mit denen zusammengearbeitet und die machen halt mir die Frontplatte und alles andere mache ich selbst. Genau. Die bedrahteten Komponenten werden mit der Hand bestückt, was nicht so gut ist natürlich, aber auf der anderen Seite würde halt, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man würde die bedrahteten Komponenten wieder bei einem Bestücker machen lassen, dann müsste ich halt auch wieder erstmal 200 Geräte dahin geben, damit das überhaupt wirtschaftlich wird. Also das ist halt das große Problem. So kann ich, dadurch, dass ich jetzt alles selber mache, kann ich im Prinzip ab Stückzahl 1 fertigen, ohne dass für mich, also es macht natürlich auch nicht viel Sinn vom Ablauf her, aber von den Kosten her ist es so, dass ich Stückzahl 1 fertigen kann und es ist im Prinzip kostenmäßig für mich egal. Zeitmäßig natürlich ist es total, würde ich das nicht machen, Stückzahl 1, aber ja. Okay. Lass uns doch noch mal ein bisschen über die Komponenten reden. Du hast auch eine Kamera, wo man das Ding mal in Farbe und mit Licht sehen kann. Wie bist du denn bei der Auswahl der Komponenten vorgegangen? Hast du dir da so einen Button, so ein Muster kommen lassen und dann irgendwie 10.000 Mal drauf getippt, bis die kaputt waren? Oder wie macht man denn sowas bei so einer Entwicklung auch? Also die Buttons haben vom Hersteller ja eine Lebensdauer oder eine Zyklenzahl angegeben von 80 Millionen oder 50 Millionen, irgendwie so, auf jeden Fall absurd hoch. Ich glaube nicht, dass ich die hätte kaputt spielen können. Aber ja, du hast recht, also gerade von den Knöpfen habe ich mir halt wirklich so ziemlich alles das, was man irgendwie am Markt bekommen kann, kommen lassen. Natürlich nicht tausende Stück, aber immer mal ein paar sozusagen und habe dann halt ausprobiert, welche mir am besten gefallen. Und mir war es halt zum Beispiel sehr wichtig, dass es einen definierten Druckpunkt gibt, also dass man merkt, wann der Knopf auslöst. Und ja, das machen sie auch. Genau, und Schieberegler genau das gleiche. Also ich habe mir im Prinzip, es gibt ja große Versandhändler, sage ich mal, die elektronische Komponenten anbieten und ich habe im Prinzip da einmal den Katalog runterbestellt und habe dann halt geguckt, okay, welcher Schieberegler passt bauformtechnisch und von den Specs sozusagen am besten, ja. Und dann bin ich halt bei den Knöpfen gelandet. Das sind also sagt einem wahrscheinlich eher weniger was, aber die Knöpfe sind halt von der Firma Kailh oder Kailh. Da ist man sich nicht so richtig einig, wie man das ausspricht. Ist halt eine chinesische Firma. Diese Art der Knöpfe, sag ich mal, sind ja Cherry-Style-Knöpfe. Das ist ja eine deutsche Firma, aber tatsächlich haben mich die
Taster von der deutschen Firma einfach von der Haptik her nicht so überzeugt. Dann habe ich mich halt dafür entschieden, die von der chinesischen zu nehmen. Und die Schieberegler genauso. Die Schieberegler sind von der Firma Soundwell. Die machen zum Beispiel auch Komponenten für Behringer und so weiter, also für die anderen größeren MIDI-Controller-Hersteller. Ja, und sind im Prinzip äquivalent, also von der Haptik äquivalent zu Alps. Ja. Okay. Und man kann da auch jeden Button, man kann jedem Button eine Farbe zuordnen zum Beispiel, um auch die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, Genau. sollte man an der Stelle vielleicht noch erwähnen. Genau, wir haben, das ist eigentlich auch, sage ich mal, das Feature, was diese MIDI, also neben den Buttons, sage ich mal, und der Qualität der Bedienelemente ist das halt auch das Feature, was die Leute am meisten mögen. Vielleicht nehme ich mal den anderen, oder den hier. Na, also man kann im Prinzip hier, kann ich die Tasten in allen unterschiedlichen Farben einfärben. Wir haben halt darauf geachtet, also es sind insgesamt, glaube ich, 13 Farben. Wir haben halt darauf geachtet, dass die Farben untereinander, also wenn zwei Knöpfe nebeneinander eine unterschiedliche Farbe haben, dass die noch differenzierbar bleiben, weil es einem ja nichts hilft, wenn man die Farbabstufung so fein hat, dass man im Prinzip dann ein Blau mit 1% Grün und ein Blau mit 2% Grün nebeneinander hat und den Unterschied nicht mehr erkennt. Deswegen halt, ja, relativ grobe Abstufung, aber genau, man kann halt, das ist, glaube ich, das, was das Produkt auch besonders macht. Man kann halt super viel einfach hier mit dem Display und dem Encoder auf dem Gerät selber einstellen und ist nicht darauf angewiesen, dass man einen Computer hat, wo man das Gerät mit konfigurieren kann und kann das Gerät so auch direkt am Pult benutzen, was durch die eingebaute MIDI-Schnittstelle dann auch mit der MA funktioniert und mit der Hock funktioniert und mit der Camsys funktioniert und so weiter. Alle Pulte, die im Prinzip MIDI sprechen, die sprechen dann auch irgendwie mit dem Gerät. Mhm. Ja, auch die Onyx-Pulte zum Beispiel, an denen Genau. ich so ein Ding angeschlossen habe. Und ich würde jetzt gerne mal erwähnen, nachdem man mir ja auch eine gewisse Begeisterung anmerkt für das Gerät, dass er hier nicht irgendwie, das ist jetzt kein verstecktes Product Placement oder so, es ist auch kein Geld geflossen und dieses Gerät ist ein Testmuster, das ich dann auch wieder zurückschicken werde, schweren Herzens natürlich, aber naja, genau. Ja, hier kommt gerade eine Frage rein. Ist noch ein größeres Produkt geplant? Sowas in Richtung On-PC als Kompakt, möchte Pascal Rodenberg gerne wissen. Also im Prinzip, ja, nee, ist nicht. Also das Problem, das war schon bei dem Fade tatsächlich, ich kann ja nochmal umschalten, das war schon bei dem Fade tatsächlich irgendwie nicht kritisch, aber es war so, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie nah an zum Beispiel das MA-Layout kann ich überhaupt rangehen, ohne dass ich denen auf die Füße trete, weil mir ist am Ende auch nicht geholfen, wenn MA zum Beispiel sagt, wir blocken jeglichen, also wir machen einfach die Schnittstellen zu, weil es zu viele Produkte gibt. Und wenn man jetzt zum Beispiel beim On-PC ist und man würde da zum Beispiel so einen Mini-Command-Wing, sag ich mal, rausbringen, dann funktioniert das nur, wenn man, also ich finde, das funktioniert nur in der entsprechenden Qualität, wenn man zum Beispiel auch die Knöpfe beschriftet. Mit den richtigen, also für MA, sage ich mal, mit den richtigen Begriffen. So. Und da ist für mich eine Grenze überschritten, wo ich sage, okay, da bin ich dann schon so nah dran am eigentlichen Produkt und mache dem halt eigentlich eine Konkurrenz sozusagen, dass es dann halt, also am Ende des Tages könnte MA halt sagen, ja, dann machen wir halt die Schnittstellen zu, also zum Beispiel Shortcuts, MIDI, OSC und so weiter. Und da wäre, glaube ich, keinem mitgeholfen. Mhm. Okay, also Pascal, erstmal ist da jetzt nichts Größeres geplant. Ja, Mensch, und jetzt in Zeiten von Corona, du bist ja wirklich auf MIDI-Craft, du fixierst dich jetzt auf MIDI-Craft und möchtest gerne damit deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und wie sehr hat dir denn Corona da jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht? Ja, also ich habe ja dann nicht, dadurch, dass ich mich nicht für den Vertrieb entschieden habe, musste ich ja trotzdem irgendwie Kapital aufbringen, um Bauteile zu kaufen, Maschinen zu kaufen und so weiter. Das habe ich über einen Gründerkredit vom Land Niedersachsen bewerkstelligt und über private Investitionen, zum Beispiel von meinen Großeltern. Und dieses Geld ist ja nur geliehen. So, das muss natürlich zurückgezahlt werden. Und da hätte ein starkes Jahr 2020 natürlich geholfen, diese Kredite schon weitestgehend gleich wieder zu tilgen, um einfach dann auch die Zinslast in den
in den kommenden Jahren gering zu halten. Und das wiederum, also dass dann die Zinslast wegfallen würde, wenn man es schnell wieder tilgt, sozusagen, hätte dann natürlich geholfen, dass man mehr Geld von dem, was man monatlich damit verdient, zur Verfügung hätte, um davon auch dann zu leben. Ja, ich habe richtig Glück gehabt dieses Jahr, dass ich Januar 2020 den Shop geöffnet habe und dann gleich eine wirkliche Flut an Bestellungen reingekommen ist, weil ansonsten hätte dieses Jahr echt mau ausgesehen. Also ich habe ja dann zum ersten Lockdown, wann war der? Ich glaube im April oder so. Ja. Im April, ich habe den Shop dann ja auch nochmal für einen Monat zugemacht, einfach weil ich gesehen habe, jetzt ist erstmal Lockdown, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht und es kam auch auf einmal keine Bestellung mehr. Habe halt diese Zeit dann genutzt, um die Bestellungen, die halt als Vorbestellungen vom Anfang des Jahres noch da waren, halt abzuarbeiten. Und dann wieder aufgemacht, aber dann, es kleckert halt so dahin. Also es könnte wesentlich schlechter laufen, aber damit man langfristiger planen könnte für die Firma, hätte dieses Jahr wesentlich besser laufen müssen. Es war zum Beispiel angedacht, also ich musste ja für den Gründerkredit dann auch so einen Businessplan schreiben. Das heißt, man hat dann auch so ein bisschen so eine Struktur, an der man sich langhangeln kann, was ich ganz gut finde. Und was zum Beispiel geplant war Anfang 2021 in irgendeiner Art sozusagen Räume zu mieten, um alles näher beieinander zu haben. Also wir sitzen jetzt ja hier in meinem Büro, das ist in Hannover im 4. Stock in unserer Wohnung, das sind ungefähr 10 Quadratmeter, das ist nicht wirklich viel. Und ich habe halt noch die Werkstatt, wo die Maschinen stehen, bei meinen Eltern im Keller, die mir den freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und alleine diese Zeiten immer zwischen Werkstatt und Büro hin und her zu pendeln, die könnte man natürlich sparen, wenn alles an einem Ort wäre. Idealerweise in Hannover. Aber gerade in Hannover sind natürlich Immobilien auch nicht so günstig oder Mieten nicht so günstig. Genau, und einfach solche Schritte, also das Ganze jetzt, im Moment funktioniert es so und ich habe mich gut eingegroovt mit Fertigung und mit dem Büro hier. Es ist zwar sehr voll, aber es funktioniert. Aber um halt zum Beispiel die nächsten Schritte zu machen, also weitere Produkte zu entwickeln, vielleicht irgendwann auch mal Mitarbeiter einzustellen, die dann Geräte zusammenschrauben, damit ich das nicht mehr selber machen muss. Dafür war 2020 definitiv nicht gut genug. Und was ja auch der Fakt ist, wir wissen ja nicht so richtig, wann es besser wird. Ja. Ja. Das ist das große Manko an dieser ganzen Sache, dass tatsächlich alle in der Luft hängen und keiner richtig weiß, wie es weitergeht. Es wird hier nach Azubi-Rabatt gefragt, wo natürlich auch sofort gekontert wird. Es ist doch sowieso extrem günstig für so einen guten MIDI-Controller. Ja. Wir könnten an der Stelle auch mal den Preis erwähnen. Gibt es auch im MIDICraft-Shop natürlich zu lesen. 262 €. Und so ein Gerät gehört euch. Es gibt auch ein umfangreiches Zubehörpaket übrigens auch noch. Das war dann irgendwie, ja, als die ersten Geräte dann an die Leute gingen sozusagen, war das relativ schnell so, dass diese Nachfragen halt kamen. Können wir dafür irgendwie Cases kaufen? Und ja, diese Platten zum Beispiel, die hatte ich immer schon im Kopf. Deswegen habe ich ja von Anfang an auch gleich irgendwie an der Rückseite des Geräts so Gewinde eingebaut. Also es gibt so Platten, wo man das Gerät dann auf so einen Magic-Arm oder so montieren kann. Ja, und dann habe ich dann das war im Prinzip der erste Lockdown, also im April habe ich dann die Zeit genutzt, wo keine neuen Bestellungen kamen und ich den Shop dann zugemacht hatte auch, habe ich dann auch genutzt, um halt genau diese Sachen zu machen, also um nochmal Taschen zu entwickeln. Dann habe ich mit der Firma Inlay Shop sozusagen zusammen haben wir sozusagen zwei Varianten Cases, einmal so ein Auer Case und einmal so ein SKB Case, also so ein wasserdichtes, staubdichtes Case gemacht. Ja, und die ganzen Sachen werden jetzt halt mit angeboten und werden auch gerne, sage ich mal, immer dazu gekauft, weil es natürlich schön einfach ist, wenn man mit dem Produkt selber gleich das passende Case oder Kabel oder die entsprechende Adapterplatte kaufen kann. Okay. Gut, Alex, wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Eine Frage habe ich allerdings noch. Gibt es denn irgendeinen Anwender, einen Kunden von dir, auf den du besonders stolz bist, wo du sagst, Mensch, also als die Bestellung eingetrudelt ist, da habe ich mich richtig gefreut oder noch ein bisschen mehr als sonst schon immer? Also ich hüte mich davor, irgendwelche Leute von meinen Kunden auf ein Podest zu heben. Für mich war spätestens nachdem die Corona-Krise angefangen hat, jeder Kunde, der ein Gerät bestellt hat, irgendwie Gold wert, weil natürlich jeder Kunde, der ein Gerät bestellt, sage ich mal, verlängert diesen Zeitraum, den ich habe, bis das Geld einfach dann irgendwann auch mal alle ist. Ja, natürlich gibt es ein paar, sage ich mal, Leute, die
wo ich mich dann gefreut habe, die zum Beispiel auch zu den Testern gehört haben. Also zum Beispiel Christian Glattor, also Rocket Chris, ist da einer von denen, der ja schon relativ früh auch Prototypen testen durfte und der dann halt wirklich direkt, als der Vertrieb losging, auch, sage ich mal, die Geräte, die er als Prototyp hatte, nochmal bestellt hat. Und das natürlich, ja, da freut man sich einfach aus dem Grunde, weil man halt sieht, okay, die Leute sind jetzt halt auch wirklich bereit, dafür Geld auszugeben. Ja, wo ich so ein bisschen so einen kleinen Fanboy-Moment hatte, das muss ich zugeben, war, als irgendwie Christian Jackson, also der große amerikanische Licht-YouTuber, sage ich mal, ein Gerät bestellt hat in der ersten Charge. Und ja, ansonsten freue ich mich über jeden Kunden und ich behandle jeden Kunden gleich und ich kann auch noch mal ein Wort sagen zu dem Azubi-Rabatt. Also das habe ich tatsächlich mal überlegt, ob ich das machen soll, 2 unterschiedliche Preisstrategien anbieten, also einmal für, sage ich mal, Studenten und Schüler und einmal für Profis, die ja auch damit Geld verdienen und deswegen auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber ich finde das immer super schwierig, das irgendwie zu verklickern. Warum sind es jetzt unterschiedliche Klassen sozusagen? Und deswegen bezahlen alle genau das Gleiche und alle bezahlen das, was im Shop ist und es gibt keine Rabattstaffelung. Dafür weiß man genau, wie der Preis ist, bevor man kauft. Okay. Ja, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, auch mit den ausgefuchstesten Fragemethoden kann ich dem Alex keinerlei Eitelkeiten oder Allüren entlocken. Wahnsinn, ja. Wir schauen jetzt noch mal kurz in den Chat. Dennis Feichtner sagt, ja, was Toto sagt, Fußschalter. Also, ja, vielleicht noch mal überlegen. JSV Light Design sagt, okay, die vom MIDI-Craft, die Fader des MIDI-Craft sind ihm wesentlich lieber. Der hatte auch mal so einen BCF 2000 von Behringer mit den 100 mm Fadern, aber die waren ihm fürs Lichtrücken einfach viel zu lang. Bis du da oben bist, ist der Takt vorbei oder naja, also sehr gut. Die sind so ein bisschen kürzer. Und dann gibt es noch eine Frage von U2U, ob es denn irgendwann Endless Encoder geben wird. Ja, das spielt natürlich so ein bisschen auf die neuesten Entwicklungen in der Lichtsteuerungsbranche an. Das ist ja die Grandma 3 und die neue Camsys-Konsole, die ja nun mit Endlos-Encodern aufwarten. Und ich kann verraten, dass auf jeden Fall das geplant ist. Ich kann aber auch verraten, dass es im Moment extrem schwierig ist, Budget frei zu machen, um neue Entwicklungen anzustoßen, aus eben genannten Gründen. Und endlose Encoder sind nicht so einfach auszulesen wie Knöpfe oder POTIs. Und deswegen bedeutet das auch eine Umstrukturierung in der Hardware. Also man kann jetzt nicht einfach statt 5 Knöpfen sozusagen 5 Endlos-Encoder anschließen und dann funktioniert das irgendwie, sondern es ist nicht. Also man muss da auf der Platine und in der Software muss einiges geändert werden, aber das steht auf jeden Fall bei mir auf der Agenda, weil ich natürlich auch sehe, dass die Leute nach einem Produkt verlangen, was dann kompatibel ist zu den neueren Entwicklungen. Okay, wunderbar. Ja, Alex, ich würde sagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr interessant und unterhaltsam zuzuhören. Ich schicke in dieser Sekunde mal noch deine Homepage ins Netz. Unter www.midicraft.de könnt ihr die Story nachlesen, euch die Produkte anschauen und so weiter. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, noch ganz viel Glück und Erfolg für dein Projekt MIDICraft und hoffen wir, dass es auch 20... Vielen Dank für die Einladung. Immer gern. Und vielleicht kann ich auch noch was zum Schluss sagen. Also ich bin so, ich sehe mich tatsächlich eher nicht so als so eine große Firma oder so, sondern ich sehe mich tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen als Teil der Lichtszene. Und ich bin immer sehr froh darüber, wenn Kunden sozusagen, wenn sie Fragen haben oder auch wenn sie einfach Anregungen haben, einfach auf meinen Social-Media-Kanälen, also Instagram oder Facebook eher nicht so viel, aber eher auf Instagram bin ich unterwegs, wenn sie einfach mit mir schreiben und man auch einfach mal eine Stunde lang oder so ein gutes Gespräch hat. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was mich oder was MIDICraft ausmacht, dass es halt, ja, es gibt da nicht so eine Hürde. Also man schreibt mir und dann antworte ich. So. Ja. Dann kann man sich auch so unterhalten. Und das ist ja auch ein bisschen das, was so die Branche ausmacht. Große Firmen, ja, gibt es ja jetzt auch einige und das ist ja auch gar nicht schlecht, aber vieles hat angefangen in Garagen, Neutrik in der Scheune, in Liechtenstein und viele Entwickler in Garagen und sonst was und das kehrt hier so ein bisschen wieder. Alex, nochmal vielen Dank für das Gespräch. Und vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir ein Like dazulassen und auch ein Abo, wenn ihr das nicht gemacht habt. Ihr wisst ja, Klicks und Abos sind mein Gemüse.
Schwob bedankt sich nochmal für das Interview. Mach weiter so, Alex. Hoffentlich steht bei mir auch irgendwann mal so ein Teil. Und das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Ich sage jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Alex, da sind wir raus. Sehr gut. Moment.